Wusstest du, dass viele Deutsche ihren Urlaub schon im Januar für den ganzen Sommer buchen? So richtig mit Kalender und Liste. Das ist ziemlich krass, oder? Ja, total. Ich habe mal gelesen, manche planen sogar den Wocheneinkauf für jeden Tag, also was sie kochen und wann sie einkaufen gehen. Oder provokant gefragt, ist Spontanität in Deutschland überhaupt willkommen? Gute Frage. Bleibt dran, wir klären das gleich. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Tim und ich habe gerade meinen Kaffee, naja, halb voll, halb leer. Und ich bin Julia. Also, wir sprechen heute darüber, warum Deutsche so gern vorausplanen und wie ihr damit gut umgehen könnt. Ja, und vielleicht auch, wie ihr selbst davon profitieren könnt. Weil, ganz ehrlich, planen kann nerven, aber es hilft oft auch echt viel. Erstmal kurz, ich glaube, es geht viel um Respekt. Wenn ich plane, zeige ich, dass deine Zeit wichtig ist. Das fühlt sich gut an, oder? Voll und Sicherheit. Viele mögen klare Infos, wo, wann, wie lange. Dann kommt weniger Stress auf, finde ich. Aber es gibt auch Missverständnisse. Viele denken, alle Deutschen sind super streng. Das stimmt so nicht. Genau. Ein Fehler ist zu glauben, Spontanität ist verboten. Nee, Leute mögen spontan sein, wenn es den Plan nicht komplett kaputt macht. Ein schneller Kaffee geht oft, ein großes Treffen ohne Termin eher nicht. Ich habe mal eine Nachricht von einer Hörerin gelesen. Sie war bei einer Hochzeit in Deutschland eingeladen. Start war um 2 Uhr. Sie kam um 10 Minuten nach 2 und oh je, die Blicke waren richtig streng. Uff, ja. 10 Minuten sind hier oft nicht klein. Bei einer Hochzeit ist der Ablauf sehr genau. Wenn du zu spät bist, verpasst du schnell wichtige Momente. Und ich kenne noch eine Geschichte aus Berlin. Jemand dachte, ein Grillabend ist locker und offen, aber es gab eine feste Gästeliste. Er kam ohne Einladung und wurde höflich, aber klar wieder weggeschickt. Das klingt hart, aber ich versteh's. Der Gastgeber hat halt geplant. Stühle, Essen, Getränke. Wenn plötzlich 5 Leute mehr kommen, klappt der Plan nicht mehr. Also, warum planen Deutsche? Ich sag, wegen Effizienz. Man spart Zeit und Nerven. Und ehrlich, es ist auch einfach Gewohnheit. Ja, und Systeme helfen. Termine beim Arzt, beim Amt, beim Friseur, alles mit festen Zeiten. Ohne Termin wartest du sonst ewig. Oh, und die Sprache. Viele Lernende üben nur Grammatik und Vokabeln. Aber Kultur gehört dazu. Planen und Pünktlichkeit sind Themen in Gesprächen. Genau. Wenn du sagst, ich komme um 2:30, dann heißt das wirklich um 14:30 Uhr, nicht 10 Minuten später. Sonst wird's kompliziert. Kleiner Tipp, frag konkret. Sag zum Beispiel, passt dir Mittwoch um 7 Uhr abends und dann frag am Morgen nochmal kurz nach. Das zeigt Respekt. Ja, so eine kurze Nachricht. Hey, wir sehen uns heute um 7. Ich freue mich. Das ist total normal und hilft allen. Es gibt aber auch Kontroversen. Viele sagen, Pünktlichkeit ist toll, aber die Bahn ist oft zu spät. Die Infrastruktur ist alt, also die Schienen und so. Andere sagen, das Problem ist eher das Management, also die Führung und das Geld. Es gibt Pläne, aber sie werden schlecht gemacht, so sagen sie. Spannend ist, die Leute planen, aber sie können nicht alles kontrollieren. Wetter, Baustellen, Staus. Da braucht man Pufferzeit, also extra Minuten. Ich baue meistens 10 oder 15 Minuten Puffer ein. Dann bleibe ich ruhig, wenn die S-Bahn später kommt. Das hilft echt. Noch ein Streitpunkt, auch heikel. Manche sagen, der Staat soll zuerst Probleme im Land lösen, also Rente, Gesundheit, solche Sachen. Andere sagen, Migration ist auch sehr wichtig und gehört dazu. Ja, das ist komplex. Für unser Thema heißt das, es gibt viele Interessen. Planen hilft, Prioritäten zu setzen, aber alle sind eben nicht immer einer Meinung. Zurück zum Alltag. Wenn du nach Deutschland kommst, was kannst du tun? Erstens, Termine machen, auch für kleine Sachen wie Behörde oder Friseur. Zweitens, bestätigen. Eine kurze Nachricht am Vortag oder am Morgen. Drittens, pünktlich sein oder sehr früh Bescheid sagen, wenn du später kommst. Und viertens, frag nach Details. Adresse, Klingel, Bahnlinie, Dauer. So vermeidest du Stress vor Ort. Klingt simpel, aber ist Gold wert. Ich habe mal ohne Plan ein Behördending versucht. Einfach hingegangen. Ja, keine Chance. Ich brauchte einen Terminimal, dann habe ich online gesucht und einen in 2 Wochen bekommen. Oh ja, das kenne ich. Ich mache mir dann gleich einen Kalendereintrag. Mit Erinnerung, also so eine kleine Nachricht auf dem Handy, eine Stunde vorher. Und noch etwas Überraschendes. Planen kann Nähe schaffen. Wenn eine Gastgeberin viel vorbereitet, zeigt sie, ich habe an euch gedacht. Das fühlt sich warm an. Total. Wenn jemand mir vorher schreibt, ob ich vegetarisch esse oder ob ich Allergien habe, dann fühle ich mich gesehen. Das ist schön. Eine Hörerin hat erzählt, sie plant ihre Tage um die Fahrpläne.
Sie schaut erst die Züge, dann macht sie Termine drumherum. Ja, weil du Wartezeiten besser nutzt. Vielleicht liest du dann ein Kapitel im Buch. Oder du trinkst entspannt einen Kaffee, statt zu rennen. Trotzdem, nicht alles ist streng. Viele sagen gern, lass uns spontan telefonieren, so gegen 8. Das ist locker, aber hat einen Rahmen. Genau, ein Fenster, zum Beispiel zwischen 7 und 9 Uhr. Da kann man dann flexibel sein. Das fühlt sich frei an und ist trotzdem klar. Mir hilft auch die Sprache. Sätze wie, sollen wir das mal festhalten? Oder, ich schicke dir gleich eine Bestätigung. Das klingt freundlich und sicher. Oder, passt dir das noch? Wenn nicht, sag gern Bescheid. So öffnest du die Tür für Änderungen ohne Drama. Kleiner Kulturpunkt. Bei Einladungen fragen viele, was kann ich mitbringen? Brot, Salat, Getränke. Das ist Teil des Plans und macht das Treffen leichter. Und wenn du absagst, dann bitte früh. Einfach ehrlich sein, mir geht's heute nicht so gut. Oder, es ist was dazwischen gekommen. Danke für euer Verständnis. Ich finde auch wichtig, nicht alles planen. Ein freier Abend pro Woche tut gut. Da gehe ich einfach spazieren oder koche irgendwas, ohne Liste. Ja, Balance ist das Wort. Ein Plan gibt Struktur. Und in der Struktur ist Platz für kleine spontane Momente. Was viele vergessen, planen spart nicht nur Zeit, es spart auch Geld. Früh buchen heißt oft günstiger. Zum Beispiel Bahntickets, wenn man sie einige Tage vorher kauft. Und Stress, echt. Wenn du vorher checkst, wie du fährst, brauchst du nicht rennen. Einfach losgehen, Musik hören, alles gut. Noch eine Sache zur Pünktlichkeit. Manche sind frustriert, wenn Züge spät sind. Sie sagen dann, naja, wozu planen? Ich sag, planen plus Puffer rettet den Tag. Und ich würde sagen, redet ehrlich. Wenn ihr euch trefft und die Bahn ist später, schreibt kurz, ich komme 10 Minuten später, sorry. Das ist höflich und niemand ist böse. Was auch hilft, ein klares Ende. Zum Beispiel Treffen von 7 bis 9. Dann wissen alle, wann sie los müssen und danach ist frei. Stimmt, besonders unter der Woche. Am Wochenende kann es länger gehen. Aber auch da ist eine grobe Idee gut. So wie, wir essen erst, dann spielen wir was. Übrigens, Missverständnisse passieren. Eine Freundin dachte, 2:30 heißt 3:30 Uhr. Sie kam eine Stunde zu spät. Seitdem schreibt sie immer, meinst du 14:30 Uhr? Oh ja, dieses Halbthema. Kurzregel 2:30 ist 14:30 Uhr, 2:45 ist 14:15 Uhr und 3:15 ist 14:45 Uhr. Noch ein Tipp für Mails oder E-Mails. Schreibbetreffs, also kurze Titel, die klar sind, Termin am Montag, 9 Uhr, Bestätigung. Das spart Ping-Pong-Nachrichten. Und bitte nennt eine Rückmeldefrist. Sowas wie, gib mir bis morgen Mittag Bescheid, dann wissen alle, bis wann sie antworten sollen. Viele fragen auch, ist das nicht unflexibel? Ich sag, ein guter Plan hat Luft. Er ist wie ein Gummi, nicht wie Beton. Er hält, aber er kann sich dehnen. Schönes Bild. Und wenn jemand kurzfristig fragt, Kaffee in einer Stunde? Dann kann man sagen, heute passt es nicht, aber morgen um 4? So bleibt es freundlich. Ich mag Listen, aber kleine. 3 Punkte für den Tag. Wenn mehr kommt, fein. Wenn nicht, auch okay. Das ist mein Mittelweg. Ich arbeite mit Blöcken. Morgens Arbeit, nachmittags Termine, abends frei. In den Blöcken bin ich flexibel, das hilft meinem Kopf. Fehler, den viele machen. Alles im Kopf behalten. Das stresst. Schreib es auf, auch kleine Sachen. Danach fühlt man sich leichter. Und noch einer, keine Prioritäten setzen. Frag dich, was ist heute wirklich wichtig? Eine Sache zuerst, dann der Rest. Das ist einfach, aber stark. Bei Gruppen hilft ein kleines Dokument mit Infos. Wer bringt was? Wer fährt mit wem? Wann geht es los? Dann muss nicht jeder alles neu fragen. Und da kommt wieder das Soziale rein. Wenn alle wissen, was sie tun, arbeitet man mehr zusammen. Das verbindet, finde ich. Apropos Verbindung. Eine Hörerin schrieb, sie fühlte sich zuerst kalt behandellaut, dann merkte sie, die Leute waren nur konzentriert auf den Plan. Später, beim Essen, wurden alle sehr warm und offen. Ja, das ist ein guter Punkt. Erst Struktur, dann Herz. Das ist oft so. Es ist nicht unfreundlich, es ist nur die Reihenfolge. Also, Fazit bisher, Planen ist in Deutschland normal. Es schützt Zeit, Geld, Nerven, spontan geht auch, aber mit Respekt für den Rahmen. Wenn ihr uns besucht oder hier lebt, probiert das mal. Macht Termine, bestätigt kurz, kommt pünktlich und seid ehrlich, wenn es nicht klappt. Ihr werdet sehen, es läuft runter. Und wenn die Bahn mal später ist, atmet durch. Puffer hilft. Vielleicht nutzt ihr die Zeit für eine Nachricht, ein Buch oder einfach zum Gucken aus dem Fenster. Zum Schluss noch eine kleine Liste ansetzen. 1. Passt ihr Freitag um 7 Uhr? 2. Ich bestätige unseren Termin mal 3. Ich komme 5 Minuten später. Tut mir leid. 4. Was kann ich mitbringen? 5. Wo treffen wir uns genau? 6. Sollen wir einen Plan B machen? Das ist super praktisch. Und vergesst nicht, Humor hilft.
Ein Lachen macht jeden Plan leichter. Ein kleiner Witz und die Stimmung ist gut. Okay, ich glaube, wir haben's. Deutsche planen viel, ja? Aber es geht um Rücksicht und Klarheit. Und darin steckt auch Wärme. Wenn euch das gefallen hat, dann, naja, gebt uns gern ein Like und abonniert unseren Kanal. Schreibt uns auch, welche Planungstricks bei euch funktionieren. Genau, teilt eure Erfahrungen. Hochzeit, Grillabend, Bahnchaos, alles her damit. Wir lesen das gern und bauen es in die nächsten Folgen ein. Danke fürs Zuhören. Plant euren Tag schön, aber lasst auch Platz zum Atmen. Bis bald. Macht's gut, bleibt entspannt und setzt euch eine kleine Erinnerung, uns wieder einzuschalten. Tschüss.